Hallo zusammen, willkommen in Frankfurt bei Gira auf der L&B. Wir werden heute euch einiges Neues zeigen zum Thema Gira X1 und natürlich auch neue Lösungen aus der Community. Hallo auch von mir, ich werde den Martin unterstützen beim Vorstellen der Lösung. Ja, steigen wir erstmal ganz beim X1. Ist ja ein tolles Gerät, muss man sagen, hat sich ganz schön gemausert. Wir haben eine Menge von verkauft und ja, wir sind aktiv dran und ja, es kommen immer wieder neue Sachen. Also wenn man sich jetzt überlegt, Visualisierung, sind wir ganz stark drin. Der Endkunde kann einiges einstellen. Das sind wirklich so Punkte, die im Markt begeistern, weil die landen auch in einem Projekt. Der Elektromeister wird damit entlastet und das sind halt auch viele Stärken, die wir aktuell nutzen. Ja, Simulation, Anwesenheitssimulation ist ein ganz toller Punkt. Wenn man bedenkt, dass man das auch absichern möchte, ist das eine sehr, sehr gute Sache. Ja, Steuerung für Alexa und Google Sprachassistenten haben wir soweit angebunden. Sonos, Philips Hue, das ist schon eine klasse Sache. Aber leistungsstarke Logik-Engine, das ist wirklich klasse. Da werden wir uns dann auch ja, tiefer unterhalten, tiefer einsteigen, was da so alles möglich ist. Ja, gehen wir mal weiter in Richtung S1. S1 wird mittlerweile nahezu mit jedem X1 gesetzt. Da sind wir sehr, sehr happy drüber. Und es ist tatsächlich so, dass wir eine sichere Verbindung in das Gebäude schaffen. Und das Tolle dabei ist, dass der Eigentümer das wirklich selbst regeln kann, wann er den Elektromeister zulässt oder auch nicht. Genauso kann der Elektromeister aus der Ferne zugreifen und hat wirklich die volle Bandbreite im Griff. Er kann KNX erweitern, er kann dort die komplette Visualisierung erweitern und kann das komplette System pflegen. Und immer dann, wenn der Kunde das auch dementsprechend erlaubt, also er ist safe, er weiß, wer in seinem Gebäude ist, wer in seinem Netzwerk ist und das macht das einfach wirklich sehr, sehr schön. Man muss auch sagen, es ist wirklich easy, weil es ist unabhängig davon, ob der Router neu geändert wurde oder ob man eine neue Verbindung im Hause schafft, sich vielleicht einen anderen Provider dort anschafft. Das Gerät braucht quasi nur die Verbindung ins Internet und alles fluppt. Ja, das nächste interessante Pärchen, unser neues Gerät Eco. Damit können wir bis zu 5 Ladestationen anbinden und das wirklich ganz, ganz einfach. Denn wenn man sich im Prinzip mit dem Modbus und Registern das Gesamte wirklich sparen möchte und nicht unbedingt da so tief abtauchen möchte, dann bietet der Eco wirklich einfache Lösungen, gewohnt in KNX. Das wird alles im Hintergrund vorbereitet. Und das Schöne ist, wir haben mittlerweile einen neuen Hersteller an Bord. Ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, waren das jetzt 38 einzelne Wallboxen. Also da ist einiges schon möglich. Wenn man sich da das Richtige aussucht, dann erspart man sich eine Menge Arbeit mit Modbus. Und das ist nun mal halt sehr aufwendig, zeitaufwendig. Kann man auch beides wählen. Ja, ansonsten Lastmanagement ebenfalls an Bord. Ja. Weiterhin, wir haben ja eben die Logic Engine erwähnt und die Logic Engine selbst lässt ja einige Möglichkeiten zu und wir haben ganz, ganz früh zugesehen, dass wir eine offene Schnittstelle dafür bieten und dass man auf dieser Schnittstelle aufbauen kann. Wirklich Lösungen, die nicht von Gira kommen, die wirklich jemand in einem Gusto gestaltet, liebevolle Lösungen schafft mit sehr, sehr viel Arbeit und dann auch die Möglichkeit, sowas zu verteilen. Und da hat Gira ganz früh diese Möglichkeiten gesehen und dafür auch eine Plattform geboten, dass wir SDKs haben und APIs, um nun halt darauf Lösungen zu schaffen. Und eine neue Lösung sehen wir zum Beispiel hier auch auf dem Stand. Die Firma Sonoro hat eine große Musicbox, die nennen das das Meisterstück, so Meisterstück. Und das ist komplett integriert in den Gira X1 und dafür hat Gira quasi nichts gemacht. Das hat Sonoro alles selbst erledigt. Genauso Tado
Und Energiemanagement, da gehen wir gleich drauf ein. Das ist auch neu im Kommen, sehr viele, sehr schöne Lösungen. Ja, wenn man sich jetzt das gesamte Ökosystem anschaut, ist das doch ganz schön gewachsen. Also wir haben im Prinzip jetzt auf der KNX-Basis haben wir den Eco. Wir können hier mit dem Modbus-Baustein, beispielsweise im Gira X1, dann dementsprechend auch wirklich dann Register auslesen, darstellen und so weiter. Und das Ganze haben wir auch mit einem Schulungsangebot unterlegt. Und ganz besondere Lösung auch hier ist von euch geboten. Und das ist ja sehr interessant, was dort alles möglich ist mit dem neuen Produkt Extension Notes. Und das wirst du uns jetzt einzeln vorstellen, was dort alles möglich ist. Genau, das würde ich euch jetzt demonstrieren. Bevor wir auf die nächste Folie wechseln, vielleicht ganz kurz. Der Martin hat gerade gesagt, es sind relativ viele Lösungen entstanden. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem modernen Smartphone, wie man das so kennt. Das Smartphone profitiert gar nicht unbedingt davon, dass der Hersteller besonders viel im Angebot hat. Der bietet eine sehr solide Grundbasis, der bietet ein Design, was einem gefällt. So ist es mit dem Gira X1. Sehr schickes Gerät, schönes Design, solide Grundlage, funktioniert wunderbar. Und darauf kann man eben mit den 2 Entwicklungsschnittstellen, die eben auch demonstriert wurden, verschiedenste Aufsätze fahren. Und die Sachen, die wir gerade hier sehen, zum Beispiel dynamischer Stromtarif, da ist ja Tibber oder Avatar in Deutschland durchaus verbreitet. Oder auch die anderen Sachen, die hier sind. Diese Sachen findet man in unserem App Store, zeigen wir nachher auch nochmal, aber diese Sachen sind vorgefertigt von einer breiten Community und können eben hier so integriert werden. Wir unterscheiden in der Zusammenarbeit so ein bisschen in Community Nodes und in Professional Nodes. Die Community Nodes sind Sachen, die eben aus einer Community entstehen. Da sehen wir jetzt gleich nochmal die eine oder andere Beispiellösung. Professional Nodes ist etwas wie unsere Extension Nodes. Das ist etwas, wo eine Firma hintersteht, die eben auch Support dafür gewährleistet, die eine Hotline hat, wo gewisse Qualitätsprozesse durchgelaufen sind. Da war übrigens noch ein Klick. Genau, wir sind hier auf dem Gira-Stand als Partner. Ich bin übrigens von der Firma Splendid Minds. Mein Name ist Kai Burkhardt. Ich weiß gar nicht, ob wir uns vorhin vorgestellt haben. Wir bieten hier auf diesem Stand eine Erweiterung für den X1 und für die Gira Smart Home App, in der wir verschiedene Visualisierungen ermöglichen. Und das, was wir jetzt hier zeigen, ist die Energievisualisierung. Das heißt, wir können verschiedene Informationen zu den Energieflüssen und der Energienutzung in einem Haus anzeigen. Man sieht hier gerade in der Gira Smart Home App im bekannten Gira-Design meine Hauptverbraucher und meine Hauptproduzenten. Das ist zum Beispiel Photovoltaik, das ist eine Wallbox, das ist eine Wärmepumpe. Zu all diesen Informationen kann ich jederzeit auch eine Historie abrufen. Die wird auf der Micro-SD-Karte gespeichert, die man in den X1 einlegt. Ich kann aber auch weitere Informationen ergänzen, wie zum Beispiel die Information meines gerade dynamisch geltenden Strompreises oder eben auch Umgebungsinformationen wie Temperatur und ähnliches. Diese Daten kriegt man in das System, entweder über den Gira Eco, du hast es gerade gesagt, das ist eine gute Schnittstelle, um zum Beispiel mit einer Wallbox zu kommunizieren. Es gibt aber auch in unserem App Store verschiedenste Bausteine, die ermöglichen, an MQTT anzudocken oder an andere Lösungen anzudocken und die Informationen eben so in diese Visualisierung reinzubekommen. Ich habe gesagt, das Ganze wird auch historisch aufgenommen. Das betrifft nicht nur die reinen Energiedaten, sondern auch Temperaturwerte, Feuchtigkeitswerte oder ähnliches können jederzeit aufgenommen werden. Das hier ist eine Ansicht von ehrlicherweise meiner persönlichen Küche, die ich hier gerade darstelle. Hier sieht man, dass wir in einem Chart verschiedene Achsen und verschiedene Werte darstellen können, zum Beispiel Luftfeuchtigkeit, CO2-Wert und Temperatur. Und wir sagen immer so ein bisschen, sehen heißt verstehen. Das heißt, ich kann an diesen Histogrammen erkennen, warum benötige ich eigentlich diese Energie, wie verhält sich eigentlich meine Automatisierung, wie verhält sich mein Haus, wo sind vielleicht Werte, die ich nachjustieren muss. Auch diese Daten können angereichert werden mit verschiedenen Zusatzbausteinen. Ich habe auch hier wieder ein paar Beispiele eingefügt. Tado ist ja auch so ein Professional Node von der Firma Tado quasi selbst erzeugt. Ich fand es schön, dass du gerade gesagt hast, ihr habt dazu nichts beigetragen. Natürlich habt ihr ja die Grundlage für all das geschaffen.
Wir haben aber auch zum Beispiel externe Wetteranbieter, wir haben Photovoltaik-Prognose. Und all das kann eben in verschiedene Diagramme gegossen werden, sowohl aktuell als auch historisch für eine theoretisch beliebig lange Laufzeit, so groß die Karte eben ist. Wir sagen immer, auf einer Karte mit 32 GB sind ungefähr 100 Datenpunkte für ungefähr 5 Jahre in der Detailtiefe. Das Ganze lässt sich relativ einfach konfigurieren, wenn man die sogenannten Extension Nodes über unseren App-Shop bezieht. Ich zeige den gleich auch noch mal kurz, damit man ihn identifizieren kann. Dann gibt es eine zusätzliche Konfigurationsoberfläche auf dem Gira X1. Das läuft alles lokal, das läuft komplett cloud-unabhängig. Die Seite vom Gira X1 wird ja im Browser über eine IP-Adresse aufgerufen. Auch unsere Seite ist darüber zu finden. Dort kann ich relativ einfach anklicken, welche Werte ich visualisieren möchte, wie diese aussehen sollen, Farbe, Gestaltung, Achsen etc. Und kann dann mit dem Klick Wertverlauf erzeugen, eben das Ganze in eine Visualisierung packen, die ich auch jederzeit in die Gira Smart Home App übernehmen kann. Das Ganze ist universell. Unsere Oberfläche lässt sich erreichen vom PC, vom Mac, von jedem beliebigen Tablet. Und es ist für eine beliebige Anzahl an Charts möglich, weil die nicht irgendwie im Hintergrund permanent gerendert werden, sondern die Daten werden aufgezeichnet und es werden gerendert, wenn ich es abrufe. Das heißt, es sind auch 100, 200 verschiedene Charts drin. Die werden eben in dem Moment erst aufbereitet, wenn man sie dann auch wirklich abruft. Genauso einfach ist der Energiemonitor, da jedes Haus so ein bisschen speziell ist. Der eine hat vielleicht die Datenpunkte, der andere hat die. Der eine hat einen Energy Meter, der andere hat vielleicht einen Tipper mit einem Puls, wo man den Wert abfragen kann. Gibt es in unserer Oberfläche einmalig ein Mapping, das heißt, ich füge die für mein Gebäude unterschiedlichen Datenpunkte einer Standardliste hinzu und kann die dann relativ einfach erzeugen. Das geht für von uns vorgesehene Verbraucher, dazu gehört natürlich sowas wie die Heizung. Das geht aber auch für beliebige weitere Verbraucher. Dann kann ich unter der Liste, die wir vorhin gesehen haben, oder unter dieser Animation beliebige weitere Kategorien schaffen und beliebige Einzelauflistungen eben von diesen Geräten. Und unser Credo ist so ein bisschen sehen, verstehen, steuern. Wir waren jetzt bisher bei sehen und verstehen. Wir haben uns gesagt, wenn wir über all diese Daten verfügen, und es ist ja sowieso ein bisschen Thema der Zeit, das Thema Energie, dann möchten wir die ganzen Sachen auch steuern. Das heißt, ich kann über einen relativ einfachen Fragebogen sagen, ich habe eine Photovoltaik, ich habe eine Wärmepumpe, ich habe ähnliche Sachen, ich habe Akku oder dynamischen Stromtarif. Und wenn ich diese Fragen von oben nach unten beantworte, dann kann ich den Gira X1 über eine Priorisierung entscheiden lassen. Das heißt, ich kann sagen, wenn ich gerade Strom über habe oder wenn ich ihn gerade sehr günstig beziehen kann, zum Beispiel über meinen dynamischen Tarif, dann beginne ich eben vorgezogen mit einer Warmwasseraufbereitung. Oder ich speichere eben mal 5 Grad mehr ins Warmwasser, solange wir noch in dem zulässigen Bereich sind. Ich lade mein Auto oder ich starte zum Beispiel eine Waschmaschine, wenn eben ich eine smarte Waschmaschine habe, die diese Integration vorgesehen hat. Das Ganze lernt dazu. Das heißt, ich kann das relativ statisch einstellen. Es gibt aber auch die Option, lernen das Ganze dynamisch. Das heißt, ich mache ein Grundsetup, und das System lernt über die Zeit, wie es die Kurve maximal flach bekommt. Das heißt, dieser Überschuss, den man ja meistens in der Mittagszeit hat, der wird versucht mit intelligenter Vorbereitung von Geräten oder intelligenter Nutzung von Verbrauchern eben so flach wie möglich gedrückt, um den Energiezukauf, den man ja in den Morgens- und Abendstunden vor allem hat, eben möglichst gering zu halten. Ich habe schon ein paar Mal davon gesprochen. Wir bieten diese ganzen Lösungen in einem App Store, der mit Gira gemeinsam ja auch abgestimmt ist, wo es eine Vielzahl von Lösungen gibt. Wir haben mittlerweile über 200 Erweiterungen für den Gira X1. Da sind Anbietungen von verschiedensten Anbietern, von Heizungen drin, von Wallboxen, von Forecast-Systemen, die es im Internet gibt, aber auch von kleinen IoT-Geräten. Das alles findet man hier. Es wird in dem App-Shop unterschieden eben nach diesem Professional- und Community-Anteil. Der Community-Anteil wird hauptsächlich von unserer Facebook-Community vorangetrieben. Wir haben mittlerweile über 7000 Mitglieder dort. Viele sind sehr, sehr aktiv,
schildern ihre Probleme. Meistens findet sich ein Entwickler, der eine Lösung dafür anbietet. Jeder kann hier beitragen, jeder kann hier etwas hochladen. Genauso kann aber auch jeder das Ganze nutzen. Das heißt, Betriebe können diese Bausteine und Erweiterungen nutzen. Genauso wie auch Privatanwender haben direkt Zugriff zu diesem Store. Sollte es etwas noch gar nicht geben, dann bieten wir als Firma die Möglichkeit an und auch wiederum in Kollaboration mit Gira solche Erweiterungen zu entwickeln. Das heißt, wenn sich jetzt zum Beispiel unter den Zuschauern aktuell oder unter den Zuschauern später jemand findet, der sagt, Mensch, dieses System fehlt mir noch, das würde ich total gerne integrieren, dann können wir eben diese Integration sicherstellen. Wir haben viele, viele Bausteine hier schon entwickelt, auch die Visualisierung ist ja von uns entwickelt. Das heißt, der X1 ist die Plattform für eine Vielzahl von Lösungen. Dafür sind wir da und dafür ist eure Plattform ja ein Stück da. Ja, definitiv. Und 200 ist echt schon eine Ansage. Ne? Also 200 verschiedene Lösungen. Das ist echt eine Menge, Genau. was da insgesamt entstanden ist. Ich glaube, ich bin aus? Nein. Genau, in der Tat sind mittlerweile auch viele Haushaltsgeräte dabei. Wir haben zum Beispiel Miele, einen Baustein seit ein paar Tagen drin. Wir haben sogar Samsung TV drin. Also man findet wirklich jede Variation am Baustein, alles, was man so steuern möchte, findet sich auch immer einer, der eigentlich dafür diese Erweiterung entwickelt. Klasse innovative Lösung, ja. Ja, wir sind am Ende mit eurem Vortrag. Vielen, vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Kai. Gibt es aus der Gruppe eine Frage, die ihr noch an die beiden richten wollt? Sehe ich erstmal so nicht. Dann schauen wir mal, ob von draußen vom Netz was reingekommen ist. Tatsächlich, welche Verbraucher können denn eingebunden werden? Genau, habe ich ja gerade so ein bisschen versucht zusammenzufassen. Grundsätzlich ist es so, alles, was ich in ein KNX-System bekomme oder alles, was ich über einen Logikbaustein abfragen kann. Über das KNX geht ja heutzutage relativ viel. Es gibt eigentlich zu jedem System heutzutage KNX-Schnittstellen. Ich habe in meinem Haus zu meinem Bedauern auch noch eine Gasheizung, die hat aber ein KNX-Gateway, da kann ich Stromverbrauch etc. auslesen und auch steuern. Natürlich kann ich alles, was im KNX-System ist, einbinden. IoT-Geräte über den Logik-Editor und die Bausteine. Ich hatte vorhin am Stand mal das Beispiel, es gehen IoT-Geräte wie eine Tasmota oder eine Shelly, es gehen IoT-Geräte jeglicher Art. Es benötigt halt nur die Integration. Wenn gar nichts weiter hilft, gibt es immer noch den sogenannten Web-Request, auch in einem Logik-Editor, worüber ich fremde Interfaces abfragen kann, für die es noch keinen Baustein gibt. Ja, danke dir. Und eine abschließende Frage von zu Hause. Kann das Ganze auch mit dem Gira S1 genutzt werden? Ja, also Gira S1 machen wir gerade die ganzen Konzepte, dass das über den S1 genutzt werden kann. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, aber wir sind gerade da dran, da eine Lösung zu erarbeiten. Schauen wir uns das mit Kai gemeinsam an. Also dort arbeiten wir gerade dran. Es ist auf jeden Fall angedacht. Sehr gut, guter Ausblick. Ich gucke nochmal in die Runde. Sofern es auch im Nachgang Fragen gibt, wisst ihr, wo ihr den Kai findet. Der Martin ist noch hier, also alle Fragen können auch im Nachgang noch beantwortet werden. Vielen Dank an euch beide. Sehr gerne. Dankeschön.